Wir haben ihn gesucht und wir haben ihn gefunden, den Nachfolger für Koopmeiners. Und zwar ist Zubimendi nach Frankfurt gewechselt. Der hat auch eine Gesamtstärke von 86. Er ist also der neue zentral defensive Mittelspieler neben Fofana. Neben Fofana gibt es hier auch zum ersten Mal die neuen Heimtrikots. Ein bisschen dunkel vielleicht vorne. Ich weiß nicht, ob es am Licht liegt oder nur an mir. Aber ja, das sind die neuen Heimtrikots. Da haben wir ihn schon. Guck mal, der kriegt sogar schon eine eigene Choreo. Zubimendi. Also ich hatte ein paar Kandidaten auf der Liste. Er war der einzige, den ich so recht bezahlen konnte. Ja, alle anderen waren oder wären zu utopisch gewesen. Von daher mit Zubimendi rein ins erste Heimspiel gegen Augsburg. Und rein geht's auch in die erste Voting-Phase. Ab jetzt, ab heute, ja, Stand 14 Uhr oder je nachdem, wann das Video rauskommt, ist gleichzeitig bei meinen Beiträgen die erste Runde veröffentlicht worden. Und zwar suchen wir zuerst den Kontinent. Also ihr stimmt ab über den Kontinent, wo denn die Mannschaft herkommen soll, mit der wir in EAFC 26 unsere erste Karriere starten. Die wird jetzt ein bisschen laufen, die Umfrage. Ja, schaut entweder jetzt vorbei oder ihr macht das nach dem Spiel oder nach dem Video. Stimmt da ab und dann seid gespannt, welcher Kontinent am Ende gewinnt. So, und so geht es dann weiter, Stück für Stück. Vielleicht könnt ihr euch ja die anderen Stufen dann schon denken, was dann als nächstes abgefragt wird oder als Umfrage da ist. Ja, aber um das kurz zu fassen, die erste Kategorie ist der Kontinent. Den sollt ihr bestimmen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt. Und jetzt geht's heute gegen Augsburg. Die sind Zehnter. Die haben am ersten Spieltag unentschieden gespielt. Ja, Augsburg auch letzte Saison sehr, sehr schwierig zu bespielen. Sowohl zu Hause als auch auswärts. Auch eine sehr physisch starke Mannschaft. Sehr eklig zu bespielen. Und ich bin gespannt, wie viel Einfluss Zubimendi auf unser Spiel nehmen wird. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn zum ersten Mal. Habe ich auch leider viel zu viel Geld bezahlt. Ihr müsstet oder ihr hättet bei den Verhandlungen dabei sein müssen. Ich habe eine F bekommen. Ich glaube, der hatte einen Marktwert von 46, 47 Millionen. Ich habe glatt mal 10 oder 20 Millionen mehr draufgegeben, weil ich halt auch nicht mehr die Zeit hatte, den ja scouten zu lassen, weil in 3 Tagen ist Transferschluss. Vielleicht passiert da bis dahin noch was. Ekitike und der rutscht durch auf Adingra. Und vielleicht hole ich mir ja noch ein, vielleicht auch nicht, je nachdem, was noch vom Laster fällt. Im Prinzip ist jetzt nichts weiter geplant. Wir haben eine gute Truppe mit den Möglichkeiten. Und jetzt versuchen wir einfach das Beste draus zu machen. Und uns schon mal vorzubereiten auf EAFC 26. Habe ich ja gesagt. Roadmap, Road to EAFC 26. Während dieser gesamten Karriere werden dann die Umfragen rauskommen. Und die erste, habe ich ja gerade gesagt, ist schon draußen. Von daher mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Ekitike, ja. Und ob wir das diese Saison hinbekommen, ein Fallrückzieher-Tor, ein Scorpion-Kick-Tor, irgendwie so eine Art Traumtor. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall natürlich solche Spiele gewinnen. Wenn wir die Spiele am Anfang der Saison gewinnen, gegen, wie gesagt, Hamburg im ersten Spiel, jetzt gegen Augsburg, das wäre natürlich große Klasse, wenn wir das irgendwie hinbekommen würden. Das sind halt sichere 3 Punkte, die uns ja auf dem Weg zur erneuten Meisterschaft offiziell dann helfen würden. Natürlich, selbstverständlich. Jetzt haben wir wieder Adingra. Augsburg in der Dreierkette, haben die auch eine andere Formation. Ich meine, die hätten letzte Saison noch eine andere Formation gehabt. Fofana ist völlig frei. Und die Latte rettet zunächst mal für Augsburg. Aber weiter geht's. Da ist Zubimendi, der neue. Fofana über außen. Da ist Quiroga. Ekitike muss sich fallen lassen. Oder Usun. Oh, Usun, was ist das für ein Ball? Nimm mal den Anker aus dem Fuß, ey. Oder aus dem Schuh. Es sieht gut aus. Wir haben gute Kombination. Die Laufwege stimmen. Zubimendi. Was hat er so für Werte? Ja gut, jetzt auch nicht die überragenden Werte, aber wir probieren es mal. Mal gucken. Zubimendi, ja, die kommt nicht schlecht. Ekitike, Etikitz zum zweiten. Ekitike zum zweiten. So wollte ich das sagen. Nächste Chance, Fofana. Der andere Fofana, Quiroga. Irgendwo muss doch die Lücke sein. Usun, oben Ekitike. Ah, erwischt er nicht ganz. Erwischt er leider nicht ganz. Aber fast. So, nächsten Kopfball gewonnen. Es geht wirklich nur in eine Richtung. Sehr, sehr druckvoll, sehr, sehr dominant. Und vorne haben wir so viel Platz, weil Augsburg das mit der Dreierkette noch nicht so ganz verstanden hat irgendwie. Oh, da ist Ekitike. Nächste Chance, gut gespielt. Usun und oh, Fofana, viel zu umständlich. Adingra, jetzt aber Adingra! Und das erste Heimtor der neuen Saison. Ja, und es musste einfach so fallen. So kompliziert. Handball hier und dann zack, zieht er einmal durch und schießt rein ins lange Eck. Und da gibt es nichts zu halten für Finn Dahmen.
Der hätte bestimmt in meiner alten Karriere auch über eine 80 schon bekommen. Der hätte bestimmt ein Upgrade über den Sommer bekommen, wie viele andere auch. Darf ich gar nicht drüber nachdenken, ey. Uso und Ekitike, Fofana. Vielleicht hätte ich Koopmeiners das auch nicht dann unbedingt verkauft. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen was für die Innenverteidigung gemacht, aber ist nun mal so, wie es ist. Aber die Saison kann ja auch ganz gut werden. Nächste Chance, Ekitike. Außen, Quiroga läuft mit. Ja, ein weiter. Jawohl, Quiroga. Das sieht richtig gut aus. Usun hinten, kann er Kopfbälle? Nee, aber da gibt es ja noch einen. Ekitike. Wieder Latte. Der senkt sich ganz merkwürdig. Und dann hat Damen Glück. Und das hätte das 2-0 sein, ja, können müssen. War es leider nicht. Da ist Zubimendi, er kommt nicht ran, aber Quiroga. Und wieder geht's nach vorne. Die Augsburger mit der Dreierkette. Ich sag mal ganz vorsichtig, das war nicht die beste Idee, weil die haben mächtig Probleme. Aber gut für uns. Ekitike und da ist Usun. Can Usun. Ah nee, war Zubimendi. Die sehen ungefähr gleich aus hier vom Spielerprofil her. Das, ja. Habe ich jetzt gerade ein bisschen verwechselt. Die sind echt ein bisschen dunkler, ne? Ich weiß nicht, ob das hier an den Lichtverhältnissen liegt oder einfach am Trikot selber. Wird wahrscheinlich am Trikot selber liegen. Gucken wir mal. Ekitike, nächste Chance. Auch das wieder ein großes Manko, die Chancenverwertung. Es muss hier längst 2-3-0 stehen, dann sind die eigentlich so gut wie tot. Sportlich natürlich nur gesehen. Aber gut. Wir müssen weitermachen. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Weiterzumachen, nach vorne zu spielen, Chancen rauszuspielen. Irgendwann schießen wir das zweite, habe ich so im Gefühl. Das dauert nicht mehr lange und ich hoffe, dass wir das Ganze auch zu 0 irgendwie hinkriegen und ein paar mehr oder weniger Gegentore kriegen. Weniger Gegentore, mehr Spiele zu 0 als in der letzten Saison. Jetzt die nächste Chance. Fofana, war schon vorbei. War eigentlich schon vorbei und dann kommt immer noch mal ein Gegnerbein dazwischen. So, gut zugelaufen. Die Augsburger kommen jetzt mal bei Minho. Über Baran, das sind auch nicht mehr die echten Gesichter. Ich glaube, da sind ganz viele Jugendspieler auch mit dabei oder Leute, von denen ich noch nie zuvor was gehört habe. Zubimendi. Unter anderem. Ist gut in den Zweikämpfen drin, macht einen guten Eindruck. Es ist das erste Spiel. Das ist auch ein Gegner, der uns wie gelegen kommt, möchte ich jetzt einfach mal schon sagen. Adingra. Vorne Usun, der winkt. Ja, der kriegt den Ball. Kriegt er den? Ja, verlängert. Sehr schön, Fofana. Und dann ist immer wieder ein Gegner dazwischen. Dann dauert es auch vorne zu lange. Die Abschlüsse, die könnten eigentlich auch ein bisschen früher kommen. Deswegen, das 1-0 ist völlig verdient. Ist eigentlich 1-2 Tore zu niedrig. 12-0 Schüsse. XG-Wert von 2,2. Also mehr Feld überlegen kann es ja gar nicht sein. Aber es steht halt nur 1-0. Wenn es am Ende dabei bleibt, okay. Aber jetzt, zu Beginn der zweiten Halbzeit, 1-0 ist echt gefährlich. Weil ich weiß, wie dieses Spiel läuft. Oder ist. Aufgrund der letzten Jahre. Der Augsburger kommen nämlich. Aber spielen Gott sei Dank nicht so gut mit. Bleiben noch bei der Dreierkette. Bleiben bei der Dreierkette. Was uns wirklich entgegenkommt. Ja, ein Doppelpass. Guck, da die Lücken, wie frei, wie viel Platz wir auch haben. Ekitike. Fofana läuft mit. Usun auch. Ja, die haben eigentlich so viele Lücken. Da ist so viel Platz, aber wir verpassen es im entscheidenden Moment zu spielen. Aber jetzt nicht. Jetzt ist Usun auch fast wieder durch gewesen. Das meine ich. Wir haben die Lücken. Aber irgendwie will das zweite Tor noch nicht fallen. Aber ich hoffe bald. Simon, sehr schön. Muss auch jeder mit nach hinten arbeiten, natürlich. Alle nach vorne und nach hinten. Achtung, die Augsburger jetzt mit der ersten richtigen Chance. Aber war abseits? Ja, war abseits. Ja. 54 Minuten, also ihr seht die Augsburger. Oh, unnötig. Der steht doch direkt vor ihm. Das verstehe ich nicht. Das sind unnötige Fehler, womit wir den Gegner zu Chancen einleiten. Achtung, Santos muss nochmal hin. Das sind 5 Meter Bälle. Also bitte, Jungs, ihr verdient einen Haufen Kohle. Da darf ich auch mal erwarten, dass der Ball über 10 Meter zum Mitspieler gespielt wird. Und jetzt dürfen wir es nicht schleifen lassen. Jetzt dürfen wir den Gegner nicht stark werden lassen durch unsere Fehler. Das ist auch immer wieder ein ganz großes Manko hier, ein ganz großer Fehler. Zweikämpfe müssen wir gewinnen. Gil, Achtung, nächste Chance, aber der ist ungefährlich für Santos. Zum Warmwerden in die Saison, zum Warmwerden für die Saison. Und die nächste Chance vorne, ja, wäre auch wieder Ekitike gewesen. Wir bauen es in Ruhe auf, über Außen, über Cruz.
Ein Doppelpass mit Adingra. Jetzt muss unten Usun mitlaufen. Ja, der hat zwar einen Gegenspieler. Ekitike ist frei und dann verpasst das wieder. Die 10. Sekunde. Er verpasst einfach den früheren Abschluss. Dann braucht er wieder zu lange. Oh, und jetzt kommen die Augsburger. Achtung, Brandweight ist dazwischen. Und es geht natürlich wieder nur in eine Richtung. Also auch wenn die Augsburger jetzt ein bisschen aufmucken, das ist wirklich gut noch nicht. Aber jetzt vielleicht. Ekitike, Adingra, Usun wieder in der Mitte. Oh, das spiele ich auch einfach zu kompliziert. Mein Gott, was ist das denn? Zubimendi, Adingra. Aber jetzt Usun unten oder Fofana. Jetzt Fofana! Haben wir wieder einen Abschluss. Aber Jungs, das zweite Tor. Das zweite Tor muss fallen. Jetzt macht's mal Usun. So, auf den 5 Meter, ein bisschen flacher. Aber auch schön mit viel Kraft und viel Schnitt nach innen. Da kommt keiner ran. Noch nicht Fofana. Oben nochmal auf Usun. Schöner Ball nach außen. Und jetzt auf den zweiten Pfosten. Da wartet Simon. Neuzugang vom FC Bayern. Günstiger als der vom BVB. Der ist auch wieder woanders hingewechselt. Aber wahrscheinlich hätte ich den genau wie Pinto auch nochmal wegholen können. So, was machen wir? Duro kriegt auch seinen ersten Saisoneinsatz. Und Bahoya, den könnte ich auch öfter mal reinwerfen. Der ist auch nicht schlecht. Auch ein großes Talent. 91 Tempo, 4 Sterne Spezialbewegung. Matos ist jetzt auch so jemand, den kann man auch mal einwechseln für Zubimendi. Hat auch gut gespielt bislang. Dann haben wir noch Wahi, Baum, Leitsch. Namdi Collins, der wäre eigentlich auch schon weiter für Simon vielleicht. Dass jeder mal so zum Einsatz kommt, dass ich jedem mal die Chance gebe, dass ich jeden mal austesten kann. So, also wie gesagt, gutes Spiel. Ich glaube, dass Zubimendi auf Dauer gesehen richtig gute Verstärkung ist. Neben Fofana. Ich glaube, die beiden, die ergänzen sich richtig, richtig gut. Aber aufgepasst, Augsburg kommt. Brandweight ist nicht im Zweikampf drin und die Augsburger kommen über Baran. Und der erste richtige Torschuss. Nach 72 Minuten. Der war jetzt mal ein bisschen gefährlicher. Ob man den festhalten kann, weiß ich nicht. Jetzt gibt es auf jeden Fall den Eckball. Achtung, Kopfball ist da und Santos. So, wie schnell? Ich will natürlich auch schnell umschalten, wenn sich die Chance... Oh, ergibt. Großer Fehler. Großer Fehler. Achtung, Brandweight bügelt den aus. Das meine ich mit dem riskanten Spiel. Das geht gut manchmal. Manchmal geht es aber auch nicht gut. Und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Jetzt kommt aber Cruz. Rechtsverteidiger mit nach vorn, mit großen Schritten. Bure. Und jetzt muss ich jemand fallen lassen oder da durchlaufen. Und endlich Bahoya. Das war ein goldenes Händchen, oder? Des Trainers. Und das 2:0 hier. Gut ausgespielt, Duro. Und dann habe ich eigentlich darauf gewartet, dass sich Bahoya ein bisschen mehr fallen lässt. Oder, wie in dem Beispiel, halt auch einfach durchläuft. Die Lücke sieht und dann den rechten Fuß reinhält. Super. Spitzenmäßig. Das 2:0 ist jetzt ein bisschen beruhigender. 76. Minute. Ein Gegentor kassieren will ich aber trotzdem nicht. Vielleicht noch aufs dritte gehen. Je besser wir in die Saison reinstarten können, ja, umso besser. Wir müssen das ausnutzen. Wir müssen so viele Punkte holen, wie es geht. Ich bin gespannt auf die Champions League, gegen wen wir da spielen. Da dürften dann auch eigentlich bald die Spiele feststehen. Gibt ja jetzt eine Ligaphase, ne, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Brandweight, haben wir Matos. Der kommt auch mit großen Schritten, den greift keiner an, dann macht das alleine, Matos. Ist auch ein guter Ersatz. Auch großes Talent, viel Potenzial, das wird er nicht ganz ausschöpfen können, weil es ja die letzte Saison hier ist, aber trotzdem haben wir, glaube ich, ein bisschen Spaß mit ihm. Und wir haben jetzt auch noch Spaß vielleicht mit Adingra, ne? Aber Fofana, den müsste er kriegen, ja, Gruß. Und dann geht das hier auch sehr dominant zu Ende. Augsburg hatte mal so 10, 20 Minuten, wo sie ein bisschen dominanter waren, aber unterm Strich waren wir eigentlich von Beginn an hier die überlegene Mannschaft. Guckt euch das an, das ist super gespielt. Ein bisschen zu überheblich jetzt, ja, weil es halt auch dementsprechend auch steht. Weil wir dementsprechend den Platz haben. Aber trotzdem will ich das hier zu 0 spielen. Quiroga kommt nach hinten gegen Baran. Ist da und das müsste Abschluss geben. Nein, gibt Eckball. Ja, jetzt können wir nochmal Leitsch reinbringen. Für die letzten Augenblicke, der macht das hoffentlich hinten auch ganz gut. Ich schleiche mich trotzdem mit Bahoya weg, wer weiß. Genau aus dem Grund, nämlich, Achtung, Santos. So, und jetzt vorne, wenn er den schnell hinkriegt, Bahoya, ja, schöner Abwurf oder Abroller. Und jetzt hat er Platz. Genau darauf spekuliere ich immer. Rex Bitschei gegen Bahoya. Wer ist schneller? Eigentlich Bahoya. Aber Rex Bitschei kommt auch hinterher. Und ganz hinten Adingra, der winkt doch schon. Adingra nimmt er den direkt mit dem Kopf.
schade. Hätte er da ein bisschen gewartet, hätte er den direkt mit dem Fuß nehmen können. Da hatte ich drauf spekuliert. Ich versuche nochmal was. Ich stelle mal den Keeper zu, wähle den dann mal an. Warte mal, Empfänger wechseln. Wo ist der rote Pfeil? Das probiere ich jetzt. Da, Bahoya. Den wähle ich jetzt mal an. So, dahin und dann hoffe ich, dass der da hinkommt. So, und auf geht's. Ja, nicht ganz. Fofana. Ich hatte gehofft, dass ich Bahoya kriege, dass ich dann direkt schieße. Aber hat leider nicht geklappt. Aber was soll's. Der erste Heimsieg ist unter Dach und Fach. Ein 2:0. Dominantes Spiel zu Hause gegen Augsburg. Wichtige weitere 3 Punkte. Ein gutes Debüt von Zubimendi, muss ich sagen. Das hat er wirklich souverän gemacht. Mal gucken, wie es gegen die stärkeren Clubs dann läuft. Ja, und nochmal der Hinweis, bevor ich es am Ende des Videos nochmal sage, macht bei der Umfrage mit. Der erste Teil ist schon draußen. So, hier sehen wir, Leverkusen spielt nur unentschieden gegen Heidenheim. Leipzig und Dortmund nehmen sich auch gegenseitig die Punkte. Das ist immer gut, wenn sich die direkte Konkurrenz hier die Punkte gegenseitig nimmt. Und jetzt kommt es halt schon zum richtigen Kracherduell. Aber wir fahren als Tabellenführer zum FC Bayern. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal die Scouting-Berichte durch, weil ihr seht oben, das Transferfenster schließt bald im Sommer. Noch Emil von Spanien. Soll ich hier Nationaltrainer werden oder was? Nee. Was muss ich denn werden? Finale erreichen von der Weltmeisterschaft? Und Europameisterschaft muss ich gewinnen. Nee, das werde ich nicht machen. Das werde ich nicht machen, obwohl eigentlich, nee, kein Turnier stattfindet. Nee, das wäre in diesem Sommer gewesen. Das hätte ich über die Sommerpause spielen müssen, aber jetzt in der Saison findet da kein Turnier mehr statt. Dann haben wir noch ein paar Scouting-Berichte von unseren Spielern, die wir eh schon haben. Und ich werde mich halt da auch nochmal umgucken, wenn sich noch irgendwas ergeben sollte. 24 Millionen haben wir noch. 250 Millionen rund haben wir schon ausgegeben. Oder insgesamt halt, ne? Und so sieht's aus. Wir sind Tabellenführer vor Hoffenheim, Leverkusen, Stuttgart. Okay, Wolfsburg, Bayern, 6. Aber wie gesagt, das sind erst 2 Spiele. Viele haben noch nicht ihr zweites Spiel gehabt. Dortmund ist immer noch unten mit dabei. Platz 14, Köln letzter, Augsburg 17. Aber wie gesagt, wartet noch mal 4, 5 Spiele ab. Und dann werden wir schon sehen, wo es für welche Mannschaft hingeht. Ja, und dann noch eine letzte Anmerkung. Macht bei der Umfrage mit. Der erste Teil ist draußen. Auf welchem Kontinent sollen wir denn spielen? Von welchem Kontinent soll unser Verein kommen? Der Beitrag sollte jetzt eigentlich schon veröffentlicht worden sein mit Beginn des Videos. Und von daher freue ich mich auf eure Votes. Und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Spiel in München. Und vielleicht gibt es ja schon die ersten Updates. Wer weiß es schon. Also macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.